Wie ihr 45 Grad Gärungen miteinander verbindet und das Ganze richtig stabil, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Und das Tolle daran ist, wir brauchen nicht mal eine Flachdübelfräse, denn wir machen das Ganze mit einer Fräsvorrichtung. Also viel Spaß beim Schauen. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und ich habe es ja gerade schon eben erwähnt, wir schauen uns heute hier versteckte Verbindungen an. Hier in diesem Fall hier eine 45 Grad Verbindung, hier eine 45 Grad Gärung und das Ganze wollen wir stabil versteckt verbinden. Normalerweise macht man das Ganze ja mit einer Flachdübelfräse hier schön ansetzen, zack, zack rein, die Flachdübel rein und das Ganze hier miteinander verbinden. Aber nicht jeder hat ja eine Flachdübelfräse daheim oder möchte sich da hier nicht eine kaufen. Ich habe jetzt heute hier eine Möglichkeit, das Ganze mit einer Oberfräse zu machen und das wirklich für absolut, für lau, für nichts. Es ist einfach nur Restholz und dann basteln wir uns was zusammen und ich lasst euch überraschen, wie das richtig gut funktioniert, weil ich habe hier das Ergebnis nämlich schon auf dem Tisch stehen hier und wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze gebaut wird, das schauen wir uns heute in diesem Video an. Ich würde sagen, wir gehen gleich über hier in die Materialliste, was wir so viel hier alles Schönes brauchen und starten gleich los mit der Bauanleitung. Kommen wir mal zum Material, was wir hier verwenden müssen. Das ist wieder mal wahnsinnig krass viel hier. Es ist einfach nur ein Stückchen MDF, was ich hier habe. Ist leicht dreckig, aber das macht ja überhaupt nichts hier. Das brauchen wir hier. Und wir brauchen natürlich eine Oberfräse. Und von dieser Oberfräse brauchen wir hier diesen Winkel, der normalerweise hier an der Oberfräse als Anschlag angeschraubt werden kann. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Vielleicht noch 2 Schräubchen dazu. Die Maße des Ganzen, das werde ich euch erst am Schluss nennen, denn ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie groß ich das Ganze bauen soll. Aber das werdet ihr einfach im Laufe des Videos mitbekommen und am Schluss werden wir es ja einfach nennen, die Maße. Gut, ich würde sagen, wir schießen einfach los, ihr schaut zu und wir schauen dann am Schluss, ob das Ganze so richtig funktioniert.
Huch, wir sind ja schon fertig. Das ging jetzt aber ein bisschen rasend schnell, oder? Was meint ihr? Also auf jeden Fall, dieses Jig ist jetzt hier fertig, dieses Fräsjig hier. Wir können es jetzt gleich mal anbauen. Ich werde es euch gleich mal hier zeigen. Und ich habe natürlich jetzt was vorbereitet. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Das war natürlich nicht für das Jig gedacht, diese Holzbretter hier. Das gibt einen kleinen Holzkasten hier. Hier noch eine Nut reingefräst, damit ich dann noch einen Boden reinlegen kann und schön gegärt, damit wir das Ganze schön verbinden können. So, ich hole euch jetzt erstmal her, zeige euch dieses Fräsjig hier. Wir stellen es ein und fräsen jetzt hier mal schön unsere Verbindernut da rein. Ich habe natürlich auch schon aus Sperrholz hier, oder halt, was ist Sperrholz, hier kleine Leisten zugesägt hier. Die sind bei mir 10 mm breit hier und 4 mm stark. Die werden wir dann hier reinmachen. Das heißt, ich habe hier auch einen 4 mm Fräser reingespannt schon. So schaut es hier aus. Hier kam irgendwas Komisches beim Fräsen hier raus oder beim Reinsägen. Der Nut hier kam irgendwas raus. Das stört aber nicht, das ist wurscht. Das lässt sich trotzdem verschieben, hält trotzdem gut. Das passt. Ich habe dann hier noch einen kleinen Winkel. Das war der Abschnitt von dem Holz hier, habe ich noch mit reingeklebt. Habe das Ganze dann geschossen. Ihr könnt es natürlich auch genauso auch schrauben. Diese Schrauben müssen halt dann versenkt sein. Ist auch gar kein Problem. Schießen geht schneller bei mir. Und so schaut das Ganze aus. Die Maße werde ich euch trotzdem nachher nochmal nennen, weil ich weiß noch nicht, ob die Maße so hundertprozentig passen. Deshalb wartet nochmal bis nachher, bis ihr die Maße bekommt. Ja, ich habe jetzt hier meinen Daumen hier und unter den Fingernagel noch was reinbekommen. Wunderbar, also wundert ihr euch nicht, Pflaster hier dran. Gut, im Endeffekt müssen wir jetzt nichts weiteres machen. Ihr braucht natürlich diese Holzleisten. Diese ist bei mir 10 mm breit und 4 mm stark hier. Je nach Länge müsst ihr natürlich selber schauen. Je nachdem, wie breit ihr wie lange ihr die Nut machen wollt hier. Das müsst ihr nochmal vorbereiten hier. Und die Fräse, ja, im Endeffekt könnt ihr dieses Teil jetzt anbauen hier. Ihr braucht es einfach nur hier hinsetzen. An diese Vorrichtung hier hinsetzen. Obala. Und das Ganze dann, das ist jetzt ein bisschen blöd. So, jetzt geht's. Und das Ganze dann festschrauben. Und dann ist das jetzt hier befestigt. Hier, ihr seht es jetzt hier, die Höhe dieses Fräsers. Ich habe jetzt hier einen 4 mm Fräser hin, weil meine Leiste hier 4 mm stark ist. Die Höhe, die stellt ihr natürlich auch ein hier mit eurem, also das sind es hier 10 mm, die Hälfte davon sind 5 mm. Diese 5 mm müsst ihr natürlich hier einstellen, hier an eurer Fräse, an der Höhe her, damit ihr genau die Hälfte habt, damit es dann zusammenpasst. Ich habe da mal was vorbereitet und zwar, damit das Ganze richtig funktioniert, braucht ihr noch Zwingen zum Niederzwingen hier und einen rechten Winkel, wo ihr dann praktisch mit eurer Vorrichtung hier entlang fahren könnt. Ihr könnt jetzt nochmal die Fräse einfach nochmal abmachen und zwar ist es jetzt so, um das Ganze einzustellen hier, müsst ihr das Ganze hier hinsetzen und schaut mal hier, das muss hier absolut schön glatt sein hier und das Ganze im rechten Winkel sein. Also auch wenn ihr hinterfahrt, muss es einfach schön glatt sein, damit ihr auch die richtige Tiefe dann habt und dass es nicht krumm gefräst wird. Fertig, richtig cool. Es hat jetzt gerade mal 10 Minuten gedauert, bis ich jetzt hier alles gefräst habe. Jetzt wollen wir mal schauen, ob meine Holzleisten dann hier passend hier reinpassen. Hä? Und wollen dann mal gucken, ob wir es dann richtig schon mal zusammenstecken können. Und dann sehen wir ja schon, ob es richtig passt oder nicht. Aber da muss natürlich der ganze Dreck erstmal raus hier. Und dann ist gut.
So, kennt ihr diese Spanner hier? Das ist von Bessey so ein Rahmenspanner, den habe ich jetzt mal benutzt. Ihr könnt natürlich genauso auch Schraubzwingen nehmen, das ist auch kein Problem. Aber ich habe jetzt diesen Rahmenspanner hier, habe das Ganze mal zusammengezogen, um zu schauen, wie das ausschaut. Ich habe noch keinen Leim rein, noch gar nichts. Ich muss sagen, die Ecken schauen echt perfekt aus, also wirklich, vielleicht ein Zehntel Millimeter. Also perfekt, muss ich echt sagen. Und jetzt kommt das Spannendste. Auch die Gärungen sind echt gut, also man kann da nochmal zusätzlich mit Schraubzwingen ein bisschen arbeiten. Und jetzt kommt das Spannende. Wow, okay, das sind jetzt hier exakt 33 cm hier, die hier drin sind, 33 cm. Und jetzt schauen wir mal die Innenkante an, das sind exakt 33 cm. Und jetzt bin ich mal gespannt. 33 cm, Wahnsinn. So, nochmal das Ganze von oben abgefilmt, dass ihr seht, dass es auch wirklich super genau ist. Also wir haben hier gar keinen großen Spalt mehr, gar nichts mehr. Das ist ja mal richtig super gegärt hier. Und richtig cool miteinander verbunden. Jetzt nochmal die Seiten hier runter. Das seht ihr auch, kein Spalt, nichts. So, wir sind fertig, meine Lieben, und es schaut richtig heiß aus. Natürlich habe ich es noch abgeschliffen hier, die Leimreste abgeschliffen hier und noch ein bisschen schön gemacht hier. Und es kommt richtig gut raus und wir haben so genau gearbeitet. Das finde ich echt faszinierend. Leute, schreibt es mal unten in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze findet. Wie findet ihr diese Vorrichtung? Wie macht ihr das? Habt ihr vielleicht Flachdübelfräsen oder wie würdet ihr das Ganze machen, wenn ihr eine versteckte Verbindung so fräsen würdet? Ich finde es cool, da wir uns eine Flachdübelfräse hier sparen können, also in diesem Anwendungsbereich hier sparen können hier. Und wie gesagt, es ist ein paar Minuten gebaut. Ich finde es richtig cool. Fehlt nur noch der Boden hier, den wir einlegen müssen und verschrauben müssen. Und dann ist das Ganze super. Und jetzt schaut es mal selber. Es ist wirklich super genau und super schön geworden. Vor allem das Faszinierende ist wirklich, dass wir hier auf einen Millimeter exakt das Ganze hier verbinden konnten. Dann schauen wir uns die Maße einfach nochmal an. Ich muss dazu sagen, ich habe es natürlich auf die Makita hier angepasst hier, aber die haben natürlich auch viele daheim oder wie auch immer diese anderen Modelle davon. Wenn eure Fräse natürlich größer ist, passt es natürlich auf eure Fräse selber ein bisschen an. Aber kommen wir mal zu den Maßen. Wir haben jetzt hier eine Breite von 140 mm. Dazu muss ich sagen, die Breite passt hier super zu dieser Fräse hier. Ihr könnt es natürlich schon breiter machen, aber ihr müsst dazu denken, je nachdem wie ihr das Ganze runterspannt, den Winkel, müsst ihr natürlich dazu bedenken, dass ihr dann irgendwann mal an eure Zwingen vielleicht rankommt. Ich bin jetzt hier mit dieser Breite wirklich echt gut gefahren. Ich habe hier eine Höhe von 120 mm und natürlich ist das untere Stück hier exakt das gleiche. Dazu muss ich aber sagen, beim unteren Stück ist, also ich könnte es vielleicht dann hier, ich sage jetzt mal 2 cm kürzer wählen, das ist es auch nicht schlecht, dann müsst ihr den Winkel nicht ganz so weit nach hinten verschieben. Also wenn ihr das ein bisschen kürzer macht, ist es auch noch möglich, aber nicht zu kurz natürlich, denn ihr braucht ja eine Auflagefläche, damit ihr auch schön gerade fräst. Ich habe es ja gerade schon vorhin erwähnt, schreibt es doch mal bitte unten in die Kommentare rein, wie ihr diese Vorrichtung findet oder wie ihr das vielleicht machen würdet oder habt ihr vielleicht Flachdübelfräsen, wo das dann richtig einfach geht, aber könnt ihr gerne mal unten reinschreiben. Ich finde es echt eine super Lösung, wenn man sich jetzt keine Flachdübelfräse kaufen will. So eine Fräse haben die meisten dann doch wohl daheim hier und damit funktioniert es echt top und mich hat es selber überrascht, dass wir doch so genau hier arbeiten können und dass es echt so schön rausgekommen ist. So Leute, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu, bis demnächst. Servus.